Moin Moin aus Hamburg. Heute zeige ich euch die Reparatur eines Kombi-Instrumentes aus einem VW Passat, Modell B6 3C. Das Instrument hat auch klassischerweise Pixelfehler hier im Display. Und jetzt zeige ich euch, wie man das auseinanderbaut und wie man das Display tauscht. Geöffnet wird es hier an diesen Clips, die werden leicht aufgehebelt. So, da sieht man das Display schon, kommt man sehr gut ran. Ich zeige euch mal den Fehler. So, im Moment sieht es gut aus, aber klassisch ist der Fehler bei diesem Instrument, dass es bei Wärme verschwindet oder komplett ausfällt. Ich simuliere jetzt mal eben kurz die Wärme hier. Zack. Und schon ist es aus. Jetzt sieht man hier ab und zu noch mal so ein paar Streifen. Jetzt erholt es sich langsam wieder. Da ist es, aber je länger man fährt, bei längerer Fahrt. So, piepen mal aus. Bei längerer Fahrt sieht man das natürlich, oder man sieht da nichts mehr, dann fällt es aus. Und da hilft nur ein neues Display. Das Problem ist hier, auf dem Display sitzt hier ein Chip drauf, der wird temperaturempfindlich. Und es gibt keine andere Lösung, außer ein neues Display einzubauen oder natürlich zu VW zu gehen und sich für teuer Geld ein komplettes Instrument zu kaufen. So, hier war ich ein bisschen schnell. Hier wird es entriegelt. Einfach leicht links und rechts die Verriegelung anheben. Jetzt ist es hier nochmal geklemmt. Jetzt gebe ich hier Druck drauf, damit das Display hier aus dieser Führung rauskommt. Schiebe es hier rüber und hebe es leicht an. So, dann kann man es hier schon rausziehen und da ist es schon. So, das neue Display haben wir hier. Das gibt es auch bei uns im Shop. Artikelnummer ist PX 11076. Da könnt ihr es bestellen und dann baut ihr es selber ein. Anleitung seht ihr hier, ist auch nicht so schwer. So, auf den Displays sind immer Schutzfolien drauf, die ziehe ich jetzt erstmal ab. So, haben wir hier. So, die erste Folie ist schon mal runter. So, dann guckt ihr noch einmal, dass es auch richtig rum einbaut. Hier sind die Kontakte. Silber bei unserem Display sieht man hier, wir haben Goldkontakte hier. Und wichtig ist, dass es auch so rum eingebaut wird und nicht so rum, weil dann gibt es keinen Kontakt und dann bekomme ich wieder Anrufe, warum geht mein Display nicht. So, hier habe ich die Folie schon einmal abgezogen. Das hatte ich schon vorher einmal getestet. So, dann stecke ich das Flachkabel hier rein. Aufpassen, dass es auch wirklich genau bis nach unten reinkommt. Kann man hier auf die Kanten nochmal leicht andrücken. So, und jetzt erst verriegeln. Dann eine Seite hier, dann kann man noch mal ein bisschen hin und her pendeln. Soll auf jeden Fall richtig arretieren. Oh ne, hier ist ja doch noch eine Folie drauf. Habe ich mich vertan. So, machen wir erstmal einen Test mit der Schutzfolie noch drauf. So, Funktion ist gegeben. Können wir hier auch noch mal rein, leicht drauf gehen, bisschen Wärme. Wie ihr seht, nichts passiert.
Display ist okay. So. Das Piepen aus. So, vorsichtig die Folie abziehen. So, dann kann man noch mal ein bisschen mit Druckluft wirklich den Staub hier wegpusten. Dann kommt schon der Deckel drauf. Mal ordentlich drücken, dass alles einrastet. Zack. So, das war's schon. Also wirklich jetzt nicht richtig schwierig. Ich denke, das bekommt ihr hin. Wie gesagt, Displays bei uns im Shop, pixelfeder.hh.de, und da könnt ihr euch noch weiter informieren. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch oder abonniert die Glocke oder abonniert unseren Kanal am allerbesten. Okay, bis dahin, danke und ciao.